Leute, vertraut mir, ich werde das wahrscheinlich so in dieser Art nie wieder machen. Das war einfach zu herb. Alright, Lisanne, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Wir wollen ein bisschen auf EU1 und EU2 schauen. Auf EU1 ist wirklich eine Sache passiert oder habe ich durch, die ich euch so in der Form nicht empfehlen würde nachzumachen. Wir werden uns auch gleich mal angucken, worum es da geht. Aber vorher gibt es erstmal ein riesiges, herzliches Dankeschön an den guten Vedox auf S23 zum Beispiel unterwegs, aber auch auf anderen Servern. Der hat nämlich in der Aktion 3600 Pilze gekauft, auf meinen Nacken mit Hanrizzle Creator Code gekauft. Ich habe es noch gar nicht offiziell gemacht, aber er hat einfach meinen Code probiert, meinen Namen, und es hat funktioniert. Vielen Dank für diesen Support. Falls ihr mich da auch supporten wollt, dann gebt gerne Hanrizzle beim Kauf von Pilzen über den Webshop als Creator-Code an und schickt mir dazu eine Info oder einen Screen. Ich habe in meinem Discord-Channel, der Discord-Channel ist ja bei mir unten verlinkt, einen eigenen Kanal gemacht. Da könnt ihr dann eure Bilder oder Texte posten. Dann erwähne ich euch auch in den Videos. Könnt ihr mir auch auf Instagram schicken oder auf Twitter einfach nur verlinken. Ja, also vielen Dank dafür. Jetzt gucken wir uns den Server an, wie der Stand ist. Und wir fangen wirklich gleich mit der krassen Sache an. Ich bin ja auf dem Server zwar ganz gut unterwegs, habe hier leider Performance-Probleme in den letzten Tagen auch und muss im Moment auch ein bisschen auf Eco-Basis spielen. Also ich sag mal, keine krassen Pilz-Rushes durchführen. Das bedeutet, dass im Moment ich glaube ich nicht in den Top 5 der Magier bin. Es gibt wirklich sehr gute Magier auf dem Server, aber die Gilde läuft richtig gut. Pro in der Kapitist Rang 1. Gucken wir uns gleich auch nochmal den Elevator an. Was ist passiert? Was würde ich nicht nochmal machen? Ich bin ja sehr auf die Pets draufgegangen. Auch in den Videos, die ich zum Server-Shot gemacht habe, habe ich ja die Pets erwähnt, dass ich da auf jeden Fall versuche, mal eine andere Route zu geben. Und ich bin tendenziell sehr, 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 sehr gut dabei. Im Schattenwelt kann man sagen, mit 87, es ist nicht optimal, aber es ist gut. Und ich hoffe ja, ich habe jetzt gar nicht geschaut, ich muss schauen, ob im kommenden Event jetzt Pet-Event ist, weil dann macht es Sinn für mich, diese Dungeons noch aufzusparen, diese Habitate. Die würde ich dann nur im Pet-Event legen. Das würde ja passen. Bis zum Wochenende ist ja Pinklix noch nicht ganz auf 100. Da würde es also gehen. Wenn nächste Woche kein Pet-Event ist, oder zum Wochenende kein Pet-Event ist, muss ich ja an dieser Stelle die Dungeons dann so legen. Ja, ich würde gerne halt die 3 extra Früchte immer mitnehmen, aber ja. Ich sag mal, der Elevator hilft ja auch im Moment ganz gut für die Früchte, leider nicht unbedingt für die Schattenwelt. Im Licht habe ich jetzt sehr viele Früchte, da hatte ich leider lange Zeit Probleme. Da habe ich mir heute Mesmerit freigeschalten, also 67er Level ist jetzt nicht ganz so mega krass für T-Witch an dieser Stelle. Und auch bei Erde sieht es nicht so viel besser aus, da hatte ich wirklich lange Probleme, viele Früchte zu kriegen. Also ich hatte einige Tage lang fast gar keine Früchte in den Quests. Dafür sieht es bei Feuer ganz gut aus mit Dragopir 79, da sind wir auch bald auf der Ziellinie. Und jetzt kommen wir zu Wasser. Ich habe Hydrospir freigeschalten. Aber Engbite, also Unterbiss ist glaube ich der deutsche Name, ist bei mir auf 100. Ich weiß, dass ich damals von Okodil auf Engbite schon, um den zu schlagen, einiges an Pilzen ausgeben musste. Aber Engbite auf Hydrospir, es ist so krass. Also nein, die Chance die Chance, den zu schlagen im Pet-Simulator war bei 0,1%. Wenn man weniger Simulationen durchgeführt hat, ging sie sogar Richtung 0. Gestartet habe ich das ganze Thema mit Gladiator-Trainer 11. Habe dann aber vorher auf 12 gepilzt. Da hatte ich knapp 1000 Pilze dafür ausgegeben. Bin mittlerweile sogar schon bei 13. Habe also nochmal geskippt. Sowohl Heart of Darkness musste ich ja ausbauen, als auch Gladiator-Trainer. Und dann zig Dungeon-Versuche. Ich bin auf Level 100 mit Unterbiss schon extrem lange. Schon über eine Woche. Und ja, habe in meiner Verzweiflung jetzt schon angefangen, Fluid hochzuskillen. Hab's aber heute auf Arbeit einfach mal ganz kurz auf dem Handy, also bevor ich an den Rechner bin, einfach auf dem Handy ein paar Versuche gemacht und dann plötzlich ist er gefallen und das Ding ist, ich habe ihn nicht mehr gespeichert, weil ich einfach so schnell auf dem Handy
getippt habe. Also ich wollte den Kampf eigentlich zeigen, wie so ein Kampf aussieht, der eigentlich nicht gewonnen werden kann oder sehr unwahrscheinlich nur gewonnen werden kann. Trotzdem, Leute, ich kann es euch nicht empfehlen, diesen Weg zu gehen bei Wasser. Es gibt halt einige, die auf Evilgrim gehen. Das ist für die, sag ich mal, für die PvP-Kämpfe ganz nice. Aber von Evilgrim kann man Hydrosphere nicht direkt schlagen. Da muss man auf Fluid auch gehen. Da weiß ich nicht, wie viele Pilze das kostet. Das könnte aber ein sinnvoller Weg sein. Oder man geht halt über Octobus, Fluid und dann Hydrosphere. Ja, ich habe mit allem drum und dran habe ich locker 7000 Pilze allein nur für dieses Pet investiert. Und das ist zu heftig. Das ist zu heftig. Das soll nicht sein an dieser Stelle. Nicht zuletzt möchte ich jetzt aber mit euch gleich wenigstens Hydrosphere auch finden. Ich hoffe, wir finden es heute. Ja, in Nevermore. Gucken wir vorher noch mal rein. Zum Beispiel ist in der Gilde mir aufgefallen, dass ja Davalon bei uns drin ist. Unter anderem damals nicht dabei gewesen von Anfang an. Ich weiß jetzt nicht, ob er tendenziell wirklich lange da ist. Also es ist ja so, dass die Leute hier auf EU1 in den Gilden sehr, sehr kommunikativ untereinander auch sind. Also ich kenne keine Absprachen, ich bin da auch komplett raus aus dem Thema. Wenn Davalon permanent bei uns da ist, ist gut. Assassinen kann man immer gebrauchen. Wenn es irgendwelche anderen Absprachen gibt oder keine Ahnung, dann sorry, dann wusste ich es nicht. Aber prinzipiell hat sich die Gilde wirklich, wirklich gemausert auf Rang 1. Also mittlerweile ist Summerville sogar anscheinend hinter Asylum. Also da weiß ich nicht, was da gerade los ist. Das ist ziemlich interessant. Gut, die haben noch einen Angriff, dann würden sie wahrscheinlich wieder Ehre gewinnen. Aber ansonsten im Verfolgerfeld ist es relativ knapp. Also der Server ist sehr, sehr aktiv. Hat Potenzial, wirklich einer der aktivsten Server auch zu bleiben. Man sieht es auch prinzipiell im Elevator. Achso, da war ich heute noch gar nicht drin gewesen. Bei den Rewards gibt es halt also bis Reward-Stufe 16 geht auf Rang, also bis Gildenrang 319 kann einen Stein kriegen. Gildenrang 319, da müsste man mal gucken. Kann ich das hier eingeben eigentlich? 319. Ja, 319, also Moto-Profil. Magier Syre, Mordeski Variati, Morschna Vatascha, Tossecoin, 602 und Morke. Haben im Moment die Chance auf dem Dings und macht kein Drama. Und Weiße Series sind da knapp dahinter. Ja, Weiße Series. Die gibt es, glaube ich, auch auf EU2. Das ist schon mal ziemlich krass. Elevator ist natürlich ein Thema im Moment eher negativ belastet, aufgrund der Balance Changes bezüglich der Schlüsselkarten. Ich denke nicht, dass das beim nächsten Elevator wieder 1:1 so umgesetzt wird. Dafür ist der Kanon allgemein zu negativ behaftet. Ich finde es auch nicht schön, dass Free-to-Play-Spieler da jetzt wirklich Probleme haben. Das ist eigentlich Thema für ein separates Video, aber ich habe ja mal einen Screenshot gemacht aus dem Shakes and Fidget Discord. Da hatte ein Member geschrieben Folgendes. Der Taigo hat das, glaube ich, geschrieben. Wenn ich mich nicht auf die Schnelle verrechnet habe, kommt man Free-to-Play bis Etage 358 von 500. Mit dem Code am Anfang an nutzt man die Pilze von den Elevator Rewards nicht. Die Schlüsselkarten von den Rewards natürlich schon. Man macht am ersten Tag 65 Etagen, von da an ab macht man täglich 30 Etagen, bis auf die Dienstag schafft man 31. Und am letzten Tag habe ich mit 39 Schlüsselkarten gerechnet, Ende 20 Uhr. Natürlich unter der Annahme, dass man keinen Schlaf braucht, keine Arbeit hat und alles One-Hit ist. Ja, bedeutet, es ist sehr viel Aufwand dahinter, wenn man Free-to-Play wirklich sehr hochkommen möchte. Man muss stark genug sein natürlich dafür und sobald ein Kampf verloren geht, funktioniert das Ganze natürlich nicht. Also das war vorher auf jeden Fall besser und ich weiß jetzt gerade gar nicht, das ist ja die negative Seite des Balancing, was die positive Seite ist. Also entweder die Rewards wurden gesteigert oder es geht um die Schleckereien, dass sie prinzipiell günstiger sind. Ich habe den Überblick nicht. Aber das würde ja bedeuten, dass das Balancing zu Kosten, also für diejenigen, die Pilze haben, positiv ist und auf Kosten der Free-to-Play-Spieler geht. Wenn das jetzt so meiner Meinung nach der Fall ist, muss das auf jeden Fall geändert werden. Aber muss ich mir auch nochmal genau belesen, kommt nochmal ein separates Video dazu an der Stelle. Für EU1 werden wir jetzt eben gleich, da muss ich extra meine Stadtwache beenden.
Nevermore besuchen. Vorher gucken wir nochmal schnell auf EU2. Wie sieht's denn dort aus? Auf EU2 bin ich Level 45 und ich muss sagen, ich habe Tag 2 leider fast meine komplette Alu verpasst. Und es ist gar nicht so einfach. Also, ich versuche mich ja aktuell zu halten mit Gegenständen im SA. Also heute werde ich wieder noch ein bisschen SA pushen. Dann werde ich hauptsächlich Abenteuerlust spielen. Und dann werde ich die nächsten Dungeons angehen. Das ist der einzige Weg, um relativ pilzsparend weiterhin zu spielen. Klar, ich gebe ein paar Pilze aus täglich, aber ich will halt nur ein paar hundert am Tag ausgeben. Mehr möchte ich dazu nicht ausgeben, weil mir das dann zu krass ist. Ich könnte ein bisschen weiter sein, aber man merkt natürlich die Skills. Es reizt einen so, einfach mal zu sagen, komm, 200 Punkte mehr, du kriegst wieder viele Dungeons hin. Es wäre so günstig. Kann ich halt leider nicht machen. Im Prinzip werde ich jetzt heute schon mal auf Treasure 9 gehen in meinen Ausbauten. Und ja, Festung spiele ich auch ein bisschen, aber habe dann jetzt nicht so den großen Fokus drin. Ich bin bei Hall of Night 7, möchte natürlich da auf 8 gehen, solange wie ich Teil des Projekts bin und auch in der Gilde, sage ich mal, bin ich mit 7 ganz gut dabei. Die Gilde ist natürlich jetzt, die ist okay, ne? Möchte ich gar nicht sagen. Ist ja auch hier im Elevator schon zumindest mal vertreten. Reward-Stufe 6. Hier gibt es auch Reward-Stufe 16 bis Rang 243. Das ist natürlich schon mal ein Augenmerk, ne? Also der neuere Server hat Reward-Ränge Orangenstein bis 243, wo der EU1 bei 319 liegt. Also jetzt könnt ihr mal auf euren Server gucken, wo Reward-Stufe 16 bei euch aufhört in der Gilden-Ehrenhalle. Ich denke, EU1 ist ja wirklich ganz gut dabei. Aber es gibt natürlich Top-Spieler aus Top-Gilden, die jetzt auch schon die Unterwelt haben. Die sind jetzt bei Ehre 10. Ja, also für die bin ich nicht relevant mit meinem Projekt, dann nacktig in der Unterwelt dazustehen. Die spielen bei Vice Series zum Beispiel. Ja, die haben jetzt halt tendenziell vielleicht auch schon die Chance, so viele Spiele über 200, die nehmen auch schon Schadensbonus mit. Und das fällt halt natürlich weg. Wenn ich jetzt also Teil auch einer sehr starken Gilde wie dieser wäre, hätte ich die Chance durch die Raids mehr Prozente zu kriegen, das. Ich will jetzt nicht die Gilde deshalb wechseln. Ich denke, ich kann mit meinem Char, so wie er ist, dieser Gilde halt einen guten Support bieten. Deshalb wird das Projekt nicht so erfolgreich sein vom Level, wie es vielleicht sein könnte. Aber ich habe ja auch gesagt, ich möchte ein paar Wochen spielen. Wir haben jetzt die ersten Tage erst rum auf diesem Server. Ich glaube, jetzt ist Tag 5. Also da ist noch viel zu machen. Und wie gesagt, es macht schon Spaß. Trotzdem auch. Muss ich sagen, es ist eine Challenge. Es macht Spaß. Und mal gucken, wie gesagt, in 4 bis 6 Wochen welchen Level haben. Und dann bin ich nackig. Und dann könnt ihr mich in der Unterwelt hier suchen. Aber jetzt zurück zur EU1-Final. Wir möchten jetzt in Nevermore ganz schnell vorher aber hier nochmal Swaperinon. Cannot do this right now. Ja, das ist auf EU1 extrem. Cannot do with this right now. Oder ich hatte zum Beispiel das Problem, dass ich in die Pets gegangen bin und ich hatte hier irgendein Pet stehen, also Feuer oder Licht oder halt jetzt zum Beispiel Luftballon. Und dann ging ich auf Wasser und dann hat sich das nicht aktualisiert. Ich konnte also im Prinzip mit Wasser kein Habitat angreifen. Oder ich konnte Quests, die ich angenommen habe, nicht beenden. Richtig viele kleinere Performance-Sachen, die mich sehr, sehr nerven auf EU1 und es mir schwer machen, halt da auch noch optimaler zu spielen. Ja, ich habe gestern nämlich zum Beispiel die Abenteuerlust auf dem Handy dann zu Ende gespielt, weil ich einfach nicht dazu kam über Steam. Keine Ahnung, das lag vielleicht auch speziell über den Steam-Client, ich weiß es nicht. Aber allgemein die Performance, also auf älteren... Geil! Yes, ich habe gar nicht geguckt, was das für eine Task war. Ich habe nicht drauf geachtet, dass es Nevermore ist. Ich habe einfach nur drauf geklickt, weil es die kürzeste Quest war. Ich habe nur auf die XP geachtet, schon wieder vollkommen im Redefluss vergessen, dass ich eigentlich auf Nevermore achten wollte. Ja gut, also von daher ist natürlich schick. Also, dass ich da nicht lange warten muss, das macht mich schon mal froh. Okay, ich habe jetzt hier 12 Früchte schon verballert an Fluid, die ich hätte für Hydrosphere zur Verfügung. Ja, kann sein, dass ich dadurch ein paar Level halt, natürlich ist es am besten, Hydrosphere so schnell wie möglich auf 100 zu haben, aber der Startschuss ist gefallen. Die anderen 20er Pets werde ich relativ early bekommen. Wie gesagt, auf Schatten warte ich noch, ob jetzt Pet Event kommt zum Wochenende, dann mache ich die Dungeons erst zum Event, hole halt mehr Früchte rein dadurch.
Und die anderen, ich sag mal Licht, kriege ich locker geschlagen, Erde kriege ich auch locker geschlagen und auch über Dragopyr ist eigentlich keine Probleme. Also da muss ich dann, wenn die dann ein gewisses Level haben, nicht mehr so viele Pilze investieren wie bei Wasser. Das war schon heftig. Aber jetzt habe ich Wasser zur Verfügung. Wir können ja natürlich noch Pet-Fights machen zum Ende. Light 215 Gigas, das ist auch nicht schlecht. Der ist also im Prinzip mit 13 Pets dabei. Ich bin bei 4, 8, 11. Das Pet hat er wahrscheinlich auch schon. Das kriege ich erst am Freitag, das 12. Pet. Und dann könnte es durchaus sein, dass er auch schon Unicore freigeschalten hat. Also den werde ich nicht mit Licht schlagen, auch nicht mit Feuer. Den werde ich auch nicht mit... Den könnte ich mit Schatten versuchen. Weil das Pet ist ja besser. Aber es könnte auch nach hinten losgehen, ja. Gigas, wo steht denn Gigas bei den Pets? Ich stehe auf 98. Versuchen wir mal Gigas. Ja, ich versuche das schon ein bisschen zu kalkulieren. Gigas ist auch sehr weit oben. Also wenn ich ihn besiege, ist krass. Aber ich glaube, ich werde einfach ihn nehmen. Ich werde nicht so viele Ehrenhallenpunkte verlieren. Ich werde einfach mein schlechtestes Habitat jetzt hier einfach mal verpuffen lassen. Birdie Chip 91. Oh, das hätte ich mit Schatten versuchen können. Mit 91er Birdie Chip hätte ich Schatten versuchen können. Aber ist gut zu wissen. Light, Sarah ist ja ähnlich aufgebaut. Sarah, wo steht Sarah? Da werde ich es gegen Sarah versuchen. Sarah ist bei den Pets auf 93. Ja, wenn ich gegen Sarah verliere, ist es schlechter. Probieren wir es jetzt mit Schatten. Gegen Sarah zu kämpfen. 13 Pets, 5, 8. Ich habe auch 13 Pets. Das Pet ist auf einer besseren Stelle, also ist tendenziell stärker. Dafür hat es halt Element-Nachteil. Ist wirklich sehr knapp. Das ist ein 50-50, würde ich sagen. Ja, schauen wir mal. Ja, also ist schon immer kein gutes Zeichen, wenn das Starter-Pad auch verliert an der Stelle. Ja, hier habe ich auch noch Schaden mitgenommen. Ist jetzt zwar nur 57.000, aber am Ende sind die vielleicht relevant. Nein, er hat Birdie Chip auf 97. Wieso denn? Ach, fuck. Na, das ist... Ja, oh Gott. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Also, da muss ich schon sehr viel Glück mit Ausweichen haben. Oh, die weichen alle aus. Okay, kein Crit. Ich kritte, das ist gut. Kein Crit ist schlecht. Oh. Naja, macht mehr Damage. Er muss critten. Ich jetzt critten. Crit. Ausweichen. Critten. Ausweichen. Critten. Ausweichen. Alter. Naja, kein Crit. Wäre es ein Crit gewesen, hätte ich gewonnen. Ja! Jawohl! Was? Ein Highlight auf 10? Oh. War das knapp. Halleluja. 18. Fett. Die Ehre nehme ich mit. Der nächste. 220. Spielen die mit Highlight? Nee, also. Klimbim Kiki? Spiel doch nicht mit Dings, oder? Wie heißt der denn? Was ist das für ein Name, Mann? Klimbing Kiki. Ach, ey, wurscht. Ja, was mache ich jetzt? Feuer ist noch zu schwach. Da werde ich verlieren. Earth würde ich auch auf jeden Fall verlieren. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ich habe halt 18 Früchte. Ich gehe jetzt nur noch mit Wasser rein. Hoffe, dass ich gewinne. Und mache dann halt keine Fights mehr, wenn ich die verlieren sollte. Aber im Prinzip ist es auch nicht schlimm, mal zu verlieren. Ich habe ja morgen wieder Erde. Erde bin ich ja auch nicht viel besser. Wenn ich dann in der Ehrenhalle ein bisschen weiter unten bin, ist es gar nicht so schlimm. Wir gehen mal... Ich guck mal, wie hoch er ist. Klimbing... Muss ich jetzt doch nochmal schauen, wie hoch ist er denn? Wenn er sehr weit oben ist, probiere ich ihn mit Wasser. Ah ja, da ist er sehr weit oben. Hier ist er auf 82. Ich probiere es mit Wasser. So. Starterpad gewonnen. Wichtig. Ja, hat er natürlich auf 100. Ist halt auch viel wert, Pets auf 100 zu haben. Bringt ja auch nochmal extra Punkte. Wenn auch nicht viele, aber... Ja, Birdie Chip gegen Unterbiss. Unterbiss ist das stärkere Pet, hat aber halt natürlich Klassennachteil. Aber es sollte schon deutlich mehr Schaden machen, ja. Ja, wenn den Crit sieht man das gut. Oh! Weggenatzt. Auch Knall. Wieso haben die alle Nihilite? Warum haben die Krillrich? Das verstehe ich nicht. Die müssen doch einfach nur... Ja, okay, man muss mit Licht schon ein bisschen pilzen, um Heraldon zu schlagen, glaube ich. Heraldon ist ja ein Magier. Da muss man schon ein paar Pilze ausgeben für. Aber wie gesagt, das würde ich definitiv schaffen, wenn ich das Pet noch reinkriege. Ja, Nilrich. Okay, Nihilite fehlt mir natürlich vielleicht durch Epic Extravaganza gerade. Das habe ich, ja,
Da habe ich ein bisschen, da könnte es sein, dass ich tatsächlich ein bisschen Pech habe. Aber, das kriegen wir schon hin. Ich glaube, mit 4, 7, 11, 12 Pets und Gladiator auf 13, der ja tendenziell sogar auf 14 gehen kann, da könnte ich ja nochmal skippen, sollte ich das schaffen. Okay, das wird nochmal ein paar Pilze kosten, aber da ist noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja erst bei 67. Also, da geht noch locker eine Woche ins Haus. Ja. So, Light heißt er, mit 12 Pets auf 210. Ja, das sieht mir schon nach einem Fight aus, der schwierig sein könnte für Dragopyr. Deshalb gehe ich mal mit Erde rein. Er hat Bofox. Okay, na, Bofox ist natürlich noch schlechter. Verdammt. Ah, nee, also Bofox wird jetzt gegen mich gewinnen hier, keine Frage, ja. Aber mit Dragopyr hätte ich das... Nein, wir kämpfen schon wieder gegen Sarah. Oh, Sarah hat es auf 100 gehabt, ne? Egal, ist wurscht. Ich mach's jetzt. Wie gesagt, morgen ist Erde dran, da habe ich keine gute Defense. Ja, nee, man sieht hier schon, dass ich verliere, weil Nightlight gar nicht angezeigt wird. Ja, schade. Oh, es war aber knapp. Also Dragopyr, guten Kampf geleistet. Im Prinzip ist alles okay, ich bin hier im 100er-Bereich. Vielleicht gewinne ich dann die eine oder andere Defense morgen. Das ist alles gut. Punkte mache ich eher im Moment bei Wasser und bei Schatten. Ja, also auch in der Verteidigung vor allen Dingen. Ja. Das und auch Feuer ist halt nicht so schlecht bei mir. Also da mache ich mehr Punkte in der Verteidigung als bei Licht und Erde. Da kann man halt auch mal Angriffe verlieren. Das war's von mir erstmal. Langes Video, kurzer Sinn. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Macht da Tschüss und Servus. Euer Basti. Server cannot be reached. Ich habe gar nichts gemacht. WTF.